Also es gibt diesen schönen Satz, Schulen verändern sich langsamer als Kirchen. Schule in Deutschland allgemein hängt technisch circa 20 Jahre hinterher. Wie die Schule der Zukunft aussehen könnte, das kann man an der Universitätsschule Dresden entdecken. Schaden Noten dem Lernerfolg? Jein, würde ich jetzt erstmal sagen. Noten sind immer das schwierigste Element, um Kinder mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen miteinander lernen zu lassen. Wir gehen weg von der Idee des Lehrens und mehr hin zur Idee von Lernbegleitung. Langweilig, uninteressant und zu viel Druck. Solche und andere Schlagworte verbinden SchülerInnen mit der Schule. Aber kann man Bildung auch anders und neu denken? Das wollen wir heute herausfinden. Zu Beginn dieser Folge bin ich im Schulmuseum Dresden, also quasi in der Schule der Vergangenheit. Reden wollen wir aber über die Schule der Zukunft. Dafür werde ich die Universitätsschule Dresden besuchen, herausfinden, wie man SchülerInnen am besten zum Lernen motiviert und was VR-Brillen zur Wissensvermittlung beitragen können. Aber zuerst soll es um die LehrerInnen der Zukunft gehen und um ihre Ausbildung. Ich will mehr darüber erfahren, wie an der TU Dresden die Lehrkräfte von morgen auf ihren anspruchsvollen, aber ungemein wichtigen Job vorbereitet werden. Sprechen möchte ich darüber mit Professor Rolf Körber. Er ist Studiendekan für die Lehramtsstudiengänge an Oberschule und Gymnasium. Wie bilden wir die Lehrkräfte von morgen aus? Also das Entscheidende ist wirklich, dieses lebenslange Lernen zu verankern in unseren Studierenden. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben gerade den Geburtsjahrgang 2004 immatrikuliert. Das sind Studierende, die als Lehrerinnen und Lehrer bis in die 2070er Jahre tätig sein werden. Deren Schülerinnen sind im Jahr 2100 ungefähr 40 Jahre. Das heißt, wir haben die wahnsinnige Herausforderung, Lehrerinnen und Lehrer auszubilden, die wiederum Schülerinnen und Schüler auf das nächste Jahrhundert vorbereiten. Und das erfordert, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer, die wir jetzt ausbilden, mit wachen Augen durch die Welt gehen und durch das Leben gehen und selber auch neue Impulse aufnehmen und immer bereit sind, ihr eigenes Lernen weiterzuentwickeln, um damit auch Menschen aufs Leben vorzubereiten, und zwar auf ein Leben in der Zukunft. Wenn wir uns die Lehramtsausbildung anschauen, was ist heute vielleicht wichtiger, als es früher noch war? Wir versuchen heutzutage sehr häufig auch den sogenannten didaktischen Doppeldecker. Das heißt, wir versuchen, die Lehramtsausbildung so zu machen, wie wir uns vorstellen, dass guter Unterricht und moderner Unterricht stattfinden kann, aber dann auch noch in der Reflexionsebene. Der andere Teil ist natürlich auch die notwendige Theorie, die wir auch vermitteln. Auch hier müssen wir natürlich sehen, dass wir up-to-date sind und eine gewisse Zukunftsoffenheit haben. Wir stehen jetzt hier in einem Kaiserzeitzimmer. Seitdem hat sich sicher viel verändert. Gibt es aber Beispiele für Veränderungen in der Didaktik, die so auch die letzten 20 Jahre betreffen? Naja, verrückterweise ist es ja so, dass viele Dinge, die wir heute in der Didaktik für modern und notwendig halten, bereits tatsächlich in der Kaiserzeit vorgedacht wurden oder kurz danach, in den 20er Jahren. Die Reformbewegung, Reformpädagogik, da kommen noch viele Impulse her, die heute wichtig sind, aber die bis jetzt in Schule noch nicht angekommen sind. Wie zum Beispiel ganz wichtig Projektarbeit, ganz wichtiges Thema nach wie vor. Aber sie muss eben gut und professionell gemacht werden. Und das versuchen wir Studierenden zu vermitteln. Es gibt auch vieles im Bereich Classroom Management. Davon hat vor 30 Jahren auch kaum noch jemand gesprochen. Wir gehen weg von der Idee des Lehrens und mehr hin zur Idee von Lernbegleitung. Also es geht ums Lernen der Schülerinnen und Schüler. Und das muss immer wieder klar sein. Also wie können wir eine gute Lernumgebung schaffen? Und das ist, glaube ich, nochmal etwas, was in den letzten 2-3 Jahrzehnten vielleicht nochmal stärker ins Bewusstsein gekommen ist und was jetzt stärker die Lehrerbildung prägt, als es das noch vor einigen Jahren getan hat. Wie können Lehrkräfte ihre SchülerInnen bestmöglich auf das Leben vorbereiten? Ja, das ist eine ganz große Herausforderung, weil wir ja gar nicht wissen, wie sich Gesellschaft entwickelt. Und dann müssen wir in einem Fach, wie meinem Fach, Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales, das ist ein sehr lebenspraktisches Fach, darüber nachdenken, wie wird sich denn das Leben der Menschen verändern innerhalb der nächsten 50 Jahre. Nehmen wir nur mal die. Wie werden wir in der Zukunft leben? Was müssen Sie dafür wissen? Was müssen Sie kennen? Und wie kann jetzt Schule darauf vorbereiten? Und das heißt, wie können wir Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereiten, dass sie das mit Augenmaß und unter Berücksichtigung des Herkommens unterrichten? Welche Rolle spielen Diversität und auch Inklusion in der Lehramtsausbildung heute? Ist das eine größere Rolle?
Eine ganz große Rolle. Also eigentlich in jedem didaktischen Modul, in jeder didaktischen Veranstaltung arbeiten wir über das Thema der Heterogenität. Das ist auch ein Aspekt von Zukunftsfähigkeit. Unsere Gesellschaft wird insgesamt heterogener. Schülerinnen und Schüler müssen damit rechnen, in eine heterogene Situation zu kommen. Heterogenität in unterschiedlichster Art und Weise ist hier zu denken. Und wie kann Schule darauf vorbereiten? Darüber, dass wir uns klar machen, dass Lernen immer etwas Hochindividuelles ist. Die Klasse als solches lernt nicht, sondern es geht immer um das Lernen der Einzelnen. Das muss ich mir als Lehrerin klar machen. Und ich muss also überlegen, was kann ich jetzt tun, damit jede einzelne Schülerin, jeder einzelne Schüler in meinem Unterricht lernen kann und zwar bestmöglich für ihn oder für sie. Also es lernt immer nur der oder die Einzelne. Wie die Schule der Zukunft aussehen könnte, das kann man an der Universitätsschule Dresden entdecken. Hier erproben Pädagogen und Wissenschaftlerinnen neue, innovative Lernkonzepte. Und initiiert wurde dieser Schulversuch von Bildungswissenschaftlerin Professorin Anke Langner. Mit der bin ich jetzt hier verabredet und sie erzählt mir mehr über dieses Forschungsprojekt. Was ist das Besondere an der Universitätsschule? Die Universitätsschule ist ein Schulversuch, beantragt durch die TU Dresden für 15 Jahre. Das ist erstmal das grobe rundherum Besondere. Und wenn man direkt auf die Schule schaut, dann gibt es konzeptionell Besonderheiten. Eine Besonderheit ist, es gibt keine Ferien, sondern es gibt Urlaub für Schülerinnen und Schüler. Dann gibt es in der Schule vom Vorgehen, wie gelernt wird, Differenzen. Es wird hier in der sogenannten Projektarbeit gemeinsam gelernt. Das heißt, die Kinder stellen eine Forscherfrage und versuchen sich diese Forscherfrage dann zu beantworten und lernen in dem Prozess zum einen sich zu strukturieren, zum anderen Methoden, das zu bearbeiten und zum anderen natürlich auch das Fachwissen, was es braucht, um solche Fragen sich zu beantworten. Dann sind wir ein gebundener Ganztag. Das heißt, wir versuchen einen Lernprozess von 8 Uhr, 8:30 Uhr bis 16 Uhr zu ermöglichen, also eine gewisse Entschleunigung im Lernprozess. Und wir sind inzwischen eine Gemeinschaftsschule, das heißt, man kann hier vom 1. bis 12. Jahrgang gemeinsam lernen. Und es gibt hier keine LehrerInnen mehr im klassischen Sinne, sondern LernbegleiterInnen. Was unterscheidet diese beiden Rollen? Also formal sind sie Lehrer und auch klassisch im Landesamt angestellt, das heißt Lehrer im öffentlichen Dienst. Aber die Umbenennung hat was damit zu tun, dass es darum geht, dass es nicht um eine Wissensvermittlung im Sinne einer Reproduktion des Wissens der Schülerinnen und Schüler in erster Linie geht, sondern es geht darum, den Lernprozess des Schülers zu begleiten. Das klingt, als müssten die Schülerinnen und Schüler sich hier stärker selbst motivieren zum Lernen. Ist das so? Hier in der Schule gehen wir erstmal davon aus, dass alle lernen wollen. Und das ist auch so. Ne? Bis zur Schule lernen ja auch alle. Ohne weiteres. In der Kita, zu Hause. In der Schule wird es auf einmal institutionalisiert und das wird für manche Kinder schwieriger, weil sie in den Lernumgebungen, die so vorbereitet sind wie die Klassenschule, keine Motivation mehr haben, keine Sinnhaftigkeit erkennen. Ziel ist, jeder bekommt die Begleitung, die er braucht in der Universitätsschule, sodass am Ende der Schulzeit, nach der 9., 10. oder auch 12. Klasse, die Schülerinnen und Schüler fähig sind, sich selbst zu strukturieren und damit nämlich lernen zu lernen. Also das braucht man im Leben. Wir sind nicht fertig, wenn wir eine Berufsausbildung haben oder wenn wir studiert haben, sondern wir müssen weiter lernen. Und dazu brauche ich Methoden, Instrumente und Werkzeuge und die werden hier grundgelegt, wie jeder es braucht. Und es gibt auch keine Noten oder zumindest bis zu einem gewissen Punkt keine Noten. Wie funktioniert das? Noten sind immer das schwierigste Element, um Kinder mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen miteinander lernen zu lassen. Und die Schule hat eine Notenbefreiung bis zum 9. Jahrgang. Das heißt, erst dann setzt eine Benotung ein. Das heißt aber nicht, dass es kein Feedback gibt. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Und das bedeutet auch nicht, dass wir nicht ganz genau schauen, was kann das Kind oder was kann es nicht. Dafür haben wir hier in der Schule seit 3 Jahren sogenannte Lernpfade im Einsatz. Das heißt, das ist ein Instrument, um genau zu dokumentieren, was hat der Schüler gelernt. Denn das Problem ist, einerseits haben die nicht alle ein Lehrbuch in der Hand, was klassisch linear funktioniert. Also die können immer unterschiedliche Sachen lernen. Der eine kann sich gerade mehr mit Mathematik oder schon mit der Bruchrechnung beschäftigen und der andere ist noch im Zahlenraum der Addition und Subtraktion bis 100. Dann müssen wir das gut dokumentieren. Das ist das eine Problem. Und zum anderen müssen wir jederzeit auch den Übergang in das Regelschulsystem ermöglichen. Das heißt, wir können immer, wenn der Bedarf besteht, auch ein Zifferzeugnis generieren. Inwieweit ist die Universitätsschule digitaler als vielleicht andere Schulen? Wenn man Schulorganisation vom Kind aus planen möchte, braucht man Daten.
und die muss man irgendwie erheben oder die müssen einem zugearbeitet werden. Und da ist eine Lern- und Schulmanagement-Software ein ideales Instrument, um die Daten zu erhalten und dann einen Stundenplan daraus zu generieren. Zum anderen ist natürlich, wenn man mit einem Laptop arbeitet ab dem 4. Jahrgang, muss man informatische Grundkenntnisse entwickeln und man muss natürlich auch lernen, wissen, was man recherchiert für die Forschungsfragen, wie ich das bewerte, wo ich das herhole. Es geht darum, das Digitale als 4. Kulturtechnik einzubinden in den Lernprozess, also neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch das Digitale mitzunutzen. An den meisten Schulen sieht der Alltag aber anders aus als an der Universitätsschule. Da heißt es frühmorgens hin, Pauken für die nächste Klassenarbeit und klassischer Frontalunterricht. Aber wie lässt sich Unterricht so gestalten, dass SchülerInnen Spaß am Lernen haben? Damit kennt sich Professorin Susanne Narziss bestens aus. Ihr Forschungsfeld an der TU Dresden ist die Psychologie des Lehrens und Lernens. Wie sieht aus Ihrer Sicht guter Unterricht aus? Motivation kommt dadurch zustande, dass die Aufgaben, die gestellt werden, relevant und wertvoll zu bearbeiten sind. Das dürfen also keine zu einfachen Aufgaben zum Beispiel sein, sondern die müssen wirklich eine Herausforderung auch stellen. Dann müssen sie so gestaltet sein, dass sie ein Spektrum an verschiedenen Tätigkeiten anbieten, weil jeder hat verschiedene Dinge, die einem Spaß machen können. Und die Aufgaben, die gestellt werden, da muss man gucken, dass man eine Passung zwischen den Fähigkeiten und den Anforderungen der Schülerinnen und Schüler stellt. Weil neben den Anreizwerten, die mit Aufgaben verknüpft sein könnten, sind ja auf Seiten der Schülerinnen und Schüler auch Erwartungen verknüpft. Erwartungen dahingehend, kann ich denn die Aufgabe überhaupt bearbeiten? Wie gut oder wie schlecht gelingt mir das eigentlich? Wie hat es bisher geklappt? Also das, was mit dem eigenen Fähigkeitskonzept zu tun hat. Der motivierendste Unterricht entsteht, wenn es Lehrerinnen und Lehrern gelingt, Aufgaben so zu stellen, dass sie eben jetzt verschiedene Herausforderungslevels haben, dass Hilfestellungen dazu angeboten werden, so dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig die Aufgaben bearbeiten können und dass möglichst auch mit transparent gemacht wird, wann ist die Aufgabe eigentlich wirklich gelungen bearbeitet, was muss ich da erfüllen, also dass Kriterien für den Erfolg bei der Bearbeitung auch mit reingegeben werden. Und dieser letzte Punkt ist eben auch ganz wichtig, weil der größte Motor für Lernmotivation ist, dass ich die Erfahrung als lernende Person mache, ich habe was dazugelernt. Mein Kompetenzerleben ist positiv und nicht mit Misserfolgserlebnissen begleitet. Was macht der Leistungsdruck mit Schülerinnen und Schülern? Schaden Noten dem Lernerfolg? Jein, würde ich jetzt erstmal sagen. Die müssen es nicht sein, aber sie sind es häufig, weil zu wenig transparent gemacht wird, wie die Noten eigentlich auch zustande kommen. Also eine Äußerung von einer Grundschülerin, nachdem in der 3. Klasse die Zensierung eingeführt war, das ist aber jetzt blöd. Jetzt habe ich eine 2, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen muss, dass ich noch eine 1 kriegen kann. Also ist den Schülerinnen und Schülern klar, man kann das besser, eine bessere Note bekommen, aber es steht ja nicht mehr dabei, wie das dann gehen kann. Und ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, also was ich jetzt falsch gemacht habe oder nicht. Vorher wurde genau angegeben mit den Stichworten, was hast du gut erfüllt, wo musst du noch dazulernen und so weiter. Also das müsste eigentlich so eine Verbindung sein zwischen, ich gebe genau die Kriterien an, was muss man eigentlich erfüllen, wann ist es gut erfüllt, wann ist es nicht so gut erfüllt. Aus den Informationen kann ich natürlich für mich Schlüsse ziehen, was muss ich noch tun, um besser zu werden. Aus einer Note kann man das im Zweifelsfall nicht. Wie wichtig ist es, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigene Motivation zum Lernen mitbringen? Und wie können Lehrerinnen und Lehrer das fördern? Grundsätzlich würde ich mal sagen, Schülerinnen und Schüler bringen das mit. Das Problem, was in der Schule passiert ist, dass die Motivation zum Lernen leider auch zerstört wird. Zum Beispiel durch One-Size-Fits-All-Strategien, durch ein Angebot, wo es nur um Zuhören irgendwann geht. Also das ist insbesondere dann in den weiterführenden Schulen so ein Problem. Und das nächste ist natürlich, wie wird auch mit dem, was die Schülerinnen erzeugt haben. Also ich hatte vorher gesagt, der zentrale Motor ist für Lernen, dass wir feststellen, dass wir was dazulernen. Dazu brauche ich entweder Aufgaben, die so gestellt sind, dass ich selbst erkennen kann, wann habe ich die gut bearbeitet, oder ich brauche eben von außen auch formatives Feedback, also Feedback, das mir anzeigt, was habe ich denn eigentlich schon gut gemacht. Und das ist der zweite große Schlüssel. Wie gehen Lehrkräfte mit den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler um?
Nutzen Sie zum Beispiel dann auch, wenn Fehler auftreten oder Schwierigkeiten auftreten, diese Fehler und Schwierigkeiten als Lerngelegenheiten oder werden die als Misserfolg und beschämende Situation quasi gestaltet im Unterricht? Letzteres ist extrem motivationungünstig. Ersteres, wenn wir das wirklich formativ, Feedback-Strategien eingesetzt werden, dann fördert das auf Dauer die Motivation. Man hört immer mal, dass Schule zu früh anfangen würde. Wirkt sich die Uhrzeit auf den Lernerfolg aus? Also es gibt Studien, die belegen, dass in der Tat das zu früh ist. Die Studien legen nahe, dass die Schulen eher erst um 9 beginnen. Das ist übrigens auch in vielen europäischen Ländern so. In der Tat, wenn ich natürlich noch nicht wirklich wach bin, kann ich auch schlecht Informationen aufnehmen und günstiger wäre es, man könnte ausgeschlafen den Unterricht starten. Es gibt immer wieder Forderungen, Schule müsste digitaler werden. Aber wie sieht digital unterstützter Unterricht eigentlich in der Praxis aus? Reicht es schon aus, allen SchülerInnen ein Tablet in die Hand zu drücken oder wird gar Virtual Reality den Unterricht der Zukunft anschaulicher machen? Über all diese Fragen will ich mit Katharina Poreb sprechen, die am Exzellenzcluster CETI daran forscht, wie man Technologien für neue Lernerfahrungen entwickelt und einsetzt. Wie könnte der Klassenraum der Zukunft aussehen? Im Klassenraum der Zukunft werden deutlich mehr digitale Medien eingesetzt werden. Das heißt, vom klassischen Frontalunterricht soll es weggehen und viel interaktiver gearbeitet werden. Das kann zum Beispiel durch Tablet und Eingabestifte passieren oder sogar durch VR-Brillen und man kann immersive Lernerlebnisse erreichen. Und gibt es noch andere Beispiele? Also klar, Tablet und VR-Brillen fallen einem sofort ein. Gibt es noch mehr Beispiele für digitale Medien, die im Unterricht eingesetzt werden könnten? Aktuell gibt es ganz viele Whiteboards, also der Digitalpakt Schule, der hat dafür gesorgt, dass immer mehr Schulen mit digitaler Infrastruktur, das fängt an bei Bandbreitenausbau, Tablet, Laptops, PC-Pools, ausgestattet werden. Es gibt zum Beispiel auch Schulen, die mittlerweile mit 3D-Druckern arbeiten oder wir arbeiten bei CETI mit dem Calliope Mini, mit dem gehen wir in Schulen und zeigen anhand von dem Calliope, das ist ein kleiner programmierbarer Mini-Controller, wie Programmieren funktioniert. Wenn wir jetzt an die VR-Brillen denken, wofür könnten die sinnvollerweise eingesetzt werden im Unterricht? Man kennt das ja aus dem Unterricht, dass man in einem Buch beispielsweise Größenverhältnisse erklärt bekommt oder gerade im Mathematikunterricht das erste Mal mit Ebenen konfrontiert wird. Das ist für unseren Kopf sehr schwierig zu verstehen, wenn man das nur zweidimensional in einem Buch sieht. Und mit Hilfe der VR-Brille taucht man ein in einen dreidimensionalen Raum. Das bedeutet, man kann sich selbst umschauen, man kann Größenverhältnisse besser erklären, man kann da sein, wo man eigentlich sonst nicht sein kann. Im Medizinunterricht kann man sich zum Beispiel Blutgefäße anschauen, im Physikunterricht sieht man auf einmal Atome oder man kann im Universum stehen, fliegen, wie auch immer und sieht auf einmal, oh, so groß ist die Sonne im Verhältnis zur Erde. Gibt es eigentlich Studien dazu oder wissen wir, ob wir mit digitalen Medien besser lernen als durch klassischen Frontalunterricht? Man muss wissen, dass man 10% von dem behält, was man liest, aber 90% von dem, was man tatsächlich erlebt. Das heißt, wenn man wirklich mal da ist, zum Beispiel im Universum, und die Größenverhältnisse in Wirklichkeit mal sieht, dann prägt sich das Gehirn viel besser ein. Außerdem ermöglicht der Einsatz von digitalen Medien ein viel individuelleres Lernen als klassischer Frontalunterricht. Wenn du eine Klasse hast mit Schülerinnen und Schülern, die schon weiter sind und mehr Hintergrundwissen haben als Schülerinnen und Schüler, die das erste Mal etwas zu einem bestimmten Thema hören, dann kannst du alle abholen und die Motivation bei allen Kindern bleibt gleichzeitig hoch und sie lernen alle in den 60 oder 90 Minuten mehr, als sie davor gelernt haben. Ist absehbar, wann man davon ausgehen kann, dass in Schulen standardmäßig VR-Brillen zur Verfügung stehen, dass jede Schülerin, jeder Schüler ein Tablet hat? Es gibt immer mehr Schulen, die mit Tablets arbeiten. Ich hatte ja vorhin den Digitalpakt angesprochen. Da ist es schon so, dass die meisten Schulen zumindest Tablet-Sätze haben. Das wird tatsächlich in den nächsten 5 Jahren schon so sein, dass die Schülerinnen und Schüler vermehrt mit Tablets arbeiten. Schule in Deutschland allgemein hängt technisch circa 20 Jahre hinterher. Und die ersten standardmäßigen VR-Brillen, die man auf dem Markt kaufen konnte, gab es ca. 2016. Das bedeutet 20 Jahre drauf. Im Jahr 2036 kann man ungefähr davon ausgehen, dass in Schulen standardmäßig VR-Brillen eingesetzt werden. Man kann zum Beispiel im Medienpädagogischen Zentrum hier in Dresden sich VR-Brillen ausleihen als Schule und das einfach mal im Klassenzimmer ausprobieren, wie das so ist. Was ist dein Forschungsschwerpunkt bei CETI?
Bei CETI beschäftige ich mich mit dem Einsatz digitaler Medien im Unterricht. Wir gehen mit CETI in Schulen in Sachsen und klären über das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz auf. Dazu bringen wir unsere eigenen Tablets mit, sodass die Schülerinnen und Schüler auch mal ausprobieren können, wie es ist, mit Tablet und Stift zu arbeiten, wenn sie keine eigenen Tablets und Stifte haben. So ein digitales Lernskript klingt wahrscheinlich erstmal sehr technisch. Im Endeffekt ist es aber einfach eine PDF-Datei mit Verlinkungen. Das hat den Hintergrund, dass wir keine Apps entwickeln wollen, sodass wir nicht die ein oder anderen Tablets je nach Hersteller ausschließen. Und so eine interaktive PDF-Datei, die funktioniert auf jedem Tablet, sodass man geräteunabhängig diese Skripte verwenden kann, wenn man nicht mit unseren Tablets arbeiten möchte. Ideen für eine Schule der Zukunft, in der Lernen Spaß macht und jede Schülerin individuell gefördert wird, gibt es viele. Digitale Lernmittel und Hilfen, wie beispielsweise VR-Brillen, können helfen, die Motivation zu steigern und machen Wissen erlebbar. Durch transparente Aufgabenstellungen und Erwartungshorizonte wird die Notenvergabe nachvollziehbarer. Die Lehrkräfte von morgen werden zukunftsorientiert ausgebildet. Schließlich haben sie die Verantwortung, ihre SchülerInnen schon jetzt auf das nächste Jahrhundert vorzubereiten. Und wie zeitgemäßer Unterricht und neue Lernkonzepte ganz praktisch aussehen können, das sieht man an der Universitätsschule Dresden, wo auch weiter daran geforscht wird. Das war die 9. Folge der Guten Frage. Wenn ihr Ideen habt, wie man Schule besser machen kann, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns auch über ein Like und ein Abo für unseren Kanal. Die letzte Folge der Guten Frage zum Thema autonomes Fahren findet ihr hier oben und hier unten gibt es noch ein weiteres Video der TU Dresden. Bis zum nächsten Mal.